Es hat jemand zu mir gesagt, er sei Atheist. Meine Aussage daraufhin war, ja, ich weiß jetzt nicht mehr hundertprozentig, ich habe sowas gesagt wie, ja, da geht's dir genauso wie mir oder da bin ich genauso. Leute, ihr versteht es nicht. Wenn ihr in den Spiegel schaut, seht ihr euch selbst, doch seht ihr euch nicht wirklich. Und diese Aussage heißt nicht, dass ich Atheist bin, sondern die Aussage beinhaltet die Möglichkeit, dass ich nicht Atheist bin, beziehungsweise die Möglichkeit, dass ich nicht an Religion glaube. Denn eine Aussage wie, ja, da geht es mir genauso und ich nicht die Aussage treffe, dass ich Atheist bin. Findet die Seele, findet eure eigene Sonne in eurem eigenen Herzen, in eurer eigenen Seele. Ich will damit in erster Linie nicht ausdrücken, ja, ich bin Atheist, sondern ich will damit ausdrücken, dass ich nicht glaube an Gott oder an Religion. Wir wissen, dass du im Gegensatz zu mir, der ein harter Mettler ist, ein Mensch, der aus reiner Existenz besteht, während du einfach nur eine Sekunde, ein Moment bist. Ich habe durchaus einen Glauben. Nein, ich bin nicht religiös. Er ist gestorben, er ist draufgegangen und aus seiner Leiche fressen ja oft Würmer. Und aus diesen Würmern wurden dann Zwerge. Ich glaube auch nicht an die Religion als solche. Ich habe, wenn man es so möchte, eine eigene Religion, die für mich keine Religion ist, sondern einfach mein Verständnis des Universums, beziehungsweise mein Verständnis des Lebens, des Seins, des Ichs. Beziehungsweise ich glaube, dass es eine Lebensform wie Drachen gibt, durchaus. Die ersten Götter waren irgendwelche okkulten Wesen, die es gar nicht mehr gibt. Das Interessante, das Coole daran ist, dass es zusätzlich zu dem Riesen eine Kuh gab. Keiner weiß, wo die herkam, die gab es einfach. Also hat Ymir die Kuh gemolken und die Milch gesoffen. Hat er halt was zu fressen gehabt? Wohl glücklich. Das Verständnis der Existenz, wenn ich so wollte, das ist eine Existenz, ein Verständnis dieser Existenz, mit der ich umgehen kann, mit der ich leben kann, an die ich glauben kann. Es ist aber für mich weder eine Religion, noch möchte ich sie in eine Art und Weise zur Religion machen oder ausbauen. Es ist einfach eine Art und Weise, wie ich mein Leben lebe. Ich bin, wie ich bin. Ich war, wie ich war. Und ich werde sein, wie ich sein werde. Wie ich zu Weihnachten stehe, ich liebe Weihnachten. Also ich liebe die Weihnachtszeit. Wenn es wirklich Gott und Jesus gibt, sind sie beide riesige Arschlöcher. Was ich heute vorhabe ist, ich werde heute einen Adventskranz basteln. Jesus liebt dich. Ja, ich ihn aber nicht. Diesen Dreckskerl würde ich am liebsten mal aufs Maul hauen. It's Christmas time for my penis. Also ich liebe Weihnachten. Irrelevant jetzt, ob ich Mettler oder nicht Mettler bin. Und da will ich auch gar nichts in den Kommentaren sehen, weil es einfach blödsinnig ist. Genau, Jesus rettet euch. Tu mir den Gefallen und komm mir nicht mit irgendwelchen biblischen Sachen. Leute, hört auf, eure Sachen auf Götter und auf Jesus und so Zeug zu projizieren. Was ich mir jetzt geholt habe, ich habe ja einen Christbaum, beziehungsweise, ja, ich habe einen Christbaum. Wenn es wirklich Gott und Jesus gibt, dann sind sie Arschlöcher, weil die tun nichts für irgendwelches. Die könnten mit einem Fingerschnipp, zumindest Gott könnte mit einem Fingerschnipp irgendwas ändern, aber das macht er einfach nicht. Also es ist ein Arschloch, Ende der Geschichte. Also im Normalfall verbringe ich das Fest so. Mit meiner Freundin stehe ich früh auf, also so irgendwann um 8, 9 Uhr, stehe ich früh am Heiligabend auf. Dann wird erstmal in die Küche gegangen, gefrühstückt. Meistens am besten Sachen, ich stehe meistens ein bisschen früher auf. Ja, das mache ich, nicht meine Freundin. Gotteslästerer, mir scheißegal, Gott ist ein Wichser. Gott ist ein fieses Kind mit einem Brennglas auf einem Ameisenhaufen und ich bin die Ameise. Und kaufe ein bisschen was vom Bäcker, so ein paar Brezen, ein paar Semmeln und am besten auch noch ein bisschen irgendwas Süßeres, also irgendwie was Schönes Weihnachtlicheres. So. Am 24. für jeden, der Lust hat, noch eine Stunde, aber nur eine Stunde streamen. Und zwar am 24. um 15 Uhr. Das heißt, jeder, der zuschauen möchte, kann zuschauen. Das ist ein kleiner Weihnachts-Special-Stream. Das kommt dann immer drauf an. Meistens machen wir es dann so, dass ich zusammen mit ihr den Baum aufstelle. Und während sie dann den Baum schmückt, dann gehe ich her und kochen. Das heißt, ich mache dann einen schönen Weihnachtsbraten und so weiter, Weihnachtsgans und so weiter. Und Marlen, kommt her zu mir. Dann töten wir zusammen die Christen. Ja, also richtig gemütlich. Das ist eigentlich so mein Heiligabend. Abends wird dann noch ein schöner Film geschaut, am besten dann der Grinch oder sowas, oder irgendwas Weihnachtliches halt. Ja. Und dann danach gibt es ja dann so für uns zwei so die Geschenke. Und dann
geht's ab ins Bett und am nächsten Tag geht's dann meistens, entweder geht's dann direkt am nächsten Tag zu ihrer Familie oder zu meiner Familie und dann andersrum zu ihrer Familie oder meiner Familie. Okay, ich bin auch nicht religiös. Ich denke auch nicht oder ich lebe auch nicht nach Gottes Regeln in diesem Sinne oder ich glaube auch nicht an Götter. Ihr wisst, dass ich total auf die nordische Mythologie stehe. Und deswegen habe ich hier, ich mache es mal kurz auf, damit man es besser sieht, weil sonst sieht man es ja nicht richtig. Lieber mit Odin in Valhalla trinken und hinten steht drauf, als mit Jesus im Himmel weinen. Finde ich sau cool, das Shirt. Und es ist ein bisschen witzig und passt zu meiner Gesinnung, sag ich jetzt mal. Ich habe durchaus einen Glauben, aber ich glaube nicht an Götter. Jetzt muss man dazu sagen, dass Odin ein sehr, sehr gnädiger Gott ist. Da ist Odin mit seinen beiden Raben drauf. Und hinten drauf ist einer der keltischen Knoten. Oder, wobei, das ist glaube ich nee, das müssten valhallische Runen sein. Ja, das ist eine dieser Dreiecksrunen. Es geht ab, die Scheiße! Auf die Bock! Ich hetze nicht gegen andere Religionen, ich hetze gegen alle Religionen, weil Religionen für Mist sind. Und die Füße haben sich immer weiter gepaart und da sind immer wieder neue Wesen hervorgekommen. Neue Riesen und neue Trolle. So ist das Geschlecht der Riesen und Trolle entstanden. Ansonsten, wie gesagt, ich wünsche eine wunderschöne Weihnachtszeit. Gott und Jesus und diese ganzen Religionsgedönse, die werden euer eigenes Leben nicht machen. Die werden nicht euer Leben für euch führen. Es gab am Anfang zwei Welten. Es war keine Dunkelheit, so wie es in der Geschichte der Christen erzählt wird, sondern es gab zwei Welten. Muspelheim und Niflheim. Wir sind in Midgard, deswegen links und rechts. Und ich möchte auch nicht bekehrt werden oder sonst irgendwas. Ich möchte einfach mein eigenes Leben leben und meine eigene Existenz haben. Es gibt keine Götter, außer vielleicht euch selbst. Jeder Mensch ist ein eigener Gott. Jeder Mensch ist ein eigener Gott. Ciao und fröhliche Weihnachten. Sayonara Matane.